Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Ja, wir sind wieder in Safias, der Hauptstadt, und müssen jetzt irgendwie, denke ich mal, unsere verloren gegangenen Kameraden wiederfinden. Und müssen dann mal gucken, was zur Hölle hier eigentlich los ist. What's wrong? Klingt nach Estelle, ja. Yuri? Estelle? Repeat? Yuri! Ouch, hey, hold on a sec. Yuri! It's really you, right? You're not a ghost or something? Oh good, you have a shadow. Yeah, I'm living, and yeah, that hurts. Thank goodness. I'm so happy. Repeat just rushed out all of a sudden. I was so surprised. Thanks. I'm fine now. Is that wound from when you fell from Zaude? Huh? Oh yeah, I guess so. I can't tell you how happy I am. Sorry to make you worry. I want to go tell everyone. They'll be so happy. What's everybody doing? Rita went to Zaude with Judith. She said there was a lot to study, being ancient ruins and all. That's Rita. Patty's helping out with repairs on the Fiertia too. Carol and Raven went back to Dongrest. It seems that relations between the Empire and the guilds are worsening again. Oh, they're still like that? Supposedly it's because of Zaude. They went to make sure the guilds didn't do anything rash. First Heracles, then that. Guild or not, people are gonna be on guard. It's troubling Yoder as well. And Flynn is being Flynn and going off to all corners of the world. Everyone's working hard. They thought they should do what they can, even without you. Yeah. Because we knew. We knew you were alive. Even Flynn took ships out to look for you so many times. I'm so sorry. But thanks to you, I'm all fixed up. You should still rest today. Rita, Carol, they can all wait a little longer to see you. As you wish. Überlebender. Estelle, Repeat, sorry to worry you. We were stuck on top of Zaude. We couldn't get down. But Flynn and all the rest of the knights managed to help us. Huh. Sounds like everyone had a pretty rough time. But we're all safe now. All of us. I'm so happy. The air crisis, Duke, the Autophagos. We still got a mountain of problems to deal with. Yes. Alexei unleashed something terrible. I'm tired of all this freeing the world nonsense. Just what is the Autophagos? Who knows? A catastrophe. It can't be anything good. Guess I get to fight a big one this time. It certainly is. So, you're going after it? It doesn't look like I'll have a normal life if I don't. A normal life. For everyone. That's why we fight. Yeah, that's enough, right? Yes, it is. I thought I heard a familiar voice. Oh, it's really you! Thanks, everybody! Don't go taking that young lady around everywhere. She must be tired. What do you mean? Estelle, were you using your power? She fixed up every wounded person who came back. We're all in her debt.
If there's anything else I can do, please let me know. Nice to see the lower quarters back to normal. It'd be perfect if only that thing in the sky weren't there. Don't worry. Leave it to brave Vesperia. There you go again. And just how are you gonna close up that hole in the sky? Hey, if anyone can do it, Yuri can. Yeah, he never makes promises he can't keep. That's far enough. Now you, what do you want? I say, take a look at this. Huh? A warrant? For me? Just Yuri? I say a knight's duty is to apprehend the unlawful. So I'm the only one with a bounty on my head? Nobody else? That has nothing to do with the matter at hand. We have a proposal. Return to the knights, and this all goes away. Wie wär's mit nö? What? Someone high up is making a fuss about leaving you to do as you please. You'd feel better putting the reins on me. Now you've got the idea. Trinken. Hey, Swan! What? Where? Hey, wait! So long, everyone! Take care! Just as I thought. And I wouldn't have it any other way. Let's go! Arrest that man! Ja, wenn ihr sonst nichts zu tun habt, rennt ihr mir halt hinterher. This hill's pretty brutal. Those knights are amazing. They are tenacious. Dunk. Fliegt einfach von oben runter. Patty, where did you come from? Yuri, thank the Seven Seas. I knew you were still alive. Yep, still kicking. Somehow. Oh, Huh? Judith. hey, Judith! Estelle, I just Kann man came to erkennen an den get you. Schuhen. Where's Rita? Rita's in Ospio putting together all of her research. You'll come too, right? Yeah, if you don't mind me catching a ride. Then let's go. Sorry to make you worry, Judy. My heart was about to burst from worrying so much. Yeah, right. Hey, I really mean it. Wait! Not again. Just once. Just once I want to take it easy when I leave someplace. Goodbye, knights. Get back here! Seeing the Autophagos just there in the sky, it's horrible. Yeah. To think that catastrophe from the legend was hidden up there all along. It's creepy. It just showed up in the sky out of nowhere. All the people must be so worried. I'd rather see what we're up against than let it grow out of control somewhere hidden away. Your spirit is amazing, Judith. It might be a good thing to have the danger right out in front of us, though. It'll bring together people who'd never get along otherwise. True. When you can no longer deny the Autophagos exists, all that's left is to face it. You're right. Ja. Ich sehe nur dicke Wabbel. So, wo war nochmal Aspio? War das nicht hier auch in der Nähe? Hm, vielleicht nicht. Das war nicht wahnsinnig weit vom Rest entfernt, oder? Ah, da ist Aspio. Unsere Lieblingsmage abholen gehen. Außerdem ist die Musik hier chillig. I'm really glad to see you're still breathing, Yuri. Sorry that I made you look for so long. Well, it wasn't my first treasure hunt, was it? Estelle was the first one who found him, though. Right. So alas, we were delayed. Are you really treating me like some pretty bauble to be picked up? You're the treasure I've always been looking for. Oh, now that's true on multiple levels. No special meaning. I mean what I said. Indeed. You are all treasures to me.
And now we're off on another treasure hunt? Exactly. We'll have to be quick and be sure nobody gets to our loot before us. Muss auch gleich nochmal nachgucken, wie man Pattys Sidequest weitermacht. Eureka! Oh, Rita, Yuri is... Die ist aber schnell gerannt. More invisible to her than a camouflaged cuttlefish. It seems like she's blind to everything but her research right now. I can't really blame the people here for treating her like such a weirdo. She looked so happy. She must have discovered something. I hope so. Let's go and see. We should be able to calculate the force field stability coefficient. So... Rita? we can make a key formula. Efficiency is okay. Making a stable, non-dispersing piece should be... Hey, Rita! What? Don't bother me! Huh? Oh, it's you. How did you get into... Wait, you're... Hi. Where the hell were you? I looked all over for you, you know. Sorry about that. Well, whatever. I don't have time to argue about that. I have something very important to talk to Estelle about. To Estelle? I may have found a way to control the behavior of air. Really? That's great, Rita! I learned lots of things when I investigated Zaude. Like how we might be able to apply the techniques used there. However... that is related to Estelle's power as a child of the full moon? we need to interact with the air to make it recombine freely according to a formula. This is something only Estelle can do. If only I hadn't given Dane Nomos back. Did you meet Duke? Yeah, he saved me. Well, he said it was so he could recover the sword. That sword's different from the Child of the Full Moon. I doubt it could be a substitute. But that control formula you used on Estelle, that was to control the power of the Child of the Full Moon, wasn't it? Yeah. So if we're going to control the air with this theory, we have to release the control formula on Estelle. So, if everything goes right, we control the air. But if we screw up, the air will get even worse and the world will fall to the Autophagos. Is that about right? That's quite a bold plan. Aye, it's a plan as bold as jellyfish stuck in shallow waters. Sure. Let's go with that. I'm sure it'll be fine. Estelle, believe me. Lend me your power. Are you scared? No, I'm happy. I might still be able to use my power to help others. Rita, please let me know if there's anything I can do. So what exactly do we need to do? Well, I'm not completely finished working everything out. Give me a little more time. Okay, we'll go see Carol and Raven while you figure things out. Great. I'll go too. I've got all the materials I need in my head. I'll let you know when I work it all out. All right, me hearties. Let's get going. Okay. Glaube nicht, dass wir so schnell wieder auf den Boss treffen. Hoffe ich zumindest. Was war eigentlich mit Ausrüstung? Habe ich irgendwas Neues für die Leute? Wahrscheinlich nicht. Was gebe ich der Patty denn mal? Ich glaube, sie hatte einen Umhang vorher, ne? Ach stimmt, ich hatte ja schon neue Sachen gefunden. Nämlich für alle.
Okay, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt das schon machen können. Die Nebenquests. Oder die Nebenquest mit Patty hauptsächlich. Idiot. Yeah, if we'd known he was okay, we wouldn't have wasted all this time looking for him. But we wouldn't have known he was all right if we hadn't looked. Which is why he should have let us know in the first place. I mean, we looked all over. We'd be too worried about him if we hadn't. You were really worried, weren't you, Rita? What? Thank goodness you're safe, Fury. Yes, I'm so glad. And just look how happy Rita is. Are you happy? Arme Rita, sie will nie seine vor allem, ihre Gefühle zeigen. Ist ihr peinlich. So, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich kurz mal nachgucke, wie man die Quest von Patty macht. Oder ob wir erst alle zusammen trommeln sollen. Vielleicht wäre das sinnvoller. So, jetzt muss ich mal kurz einmal nachschauen. Dangress nochmal war. Da oben, im Norden. Aber wir haben ja jetzt auch die Mary Stella. Oh, von hier kann ich gar nicht rein. Das ist ja fies. A method for controlling the air, huh? I hope it goes okay. Yeah. If it doesn't, we'll have to keep our end of the bargain with Pharaoh. So shouldn't we stop it right away? There's no real hurry. I'm sure they'll do fine. Yeah, they can handle this. I have faith in them now. Geht danach eigentlich sonst noch jemand? Theoretisch Flynn, aber ich weiß halt nicht, wo der rumgammelt. Damn it! Why did I have to do it? That was the Dawn's grandson, Harry, right? Yuri! I can't believe you! You should have told me you were alive! Sorry for worrying you, but I'm back. Well, aren't you tough? That's my boy. Hey, I said Yuri was my boy first. I ain't handing him over to you, Patty, darling. If you're both done messing around, we just saw Harry. Did something happen to him? There's been just a teensy bit of trouble. The Union's kind of a ship without a captain right now. So the people won't come together unless there's some kind of core. Core! That's it! What's it? I've got it. Apatheia. It'll work if I use Apatheia. So even if the air stability coefficient keeps changing, if I connect one of those... Hold on, forget the explanation. We wouldn't understand it anyway. Oh, okay. The Apatheia we gave to the Dawn should still be around, right? That was Belius's Apatheia, the Cyanociel. Rita's found a way to control air. Really? Cool! Do you know what happened to the Cyanociel after the Dawn died? Nope. What about Harry? Shouldn't he know, being the Dawn's grandson and all? Good timing, too. I was just about to take him back. Go to the Union headquarters. We'll be back there soon. Things are moving quick now. Da sitzt immer noch dieser eine Mann in der Zelle, ne? Ich frage mich, ob der nochmal wichtig wird. The atmosphere is kind of strange. Yeah, the Union is falling apart.
because nobody wants to step in to take the Don's place. And the Don's heir ain't quite up to it. Come on, don't hang back now. I was the one who led Grandpa to his death. Someone like me could never become a man like the Don was. Nobody's saying you gotta become a man like the Don was. We're just saying you should at least show up to the succession meetings. Hey, do you have the Don's Apatheia? We'd appreciate it if you could give it to us. Wow, that was quite a fastball, Rita. That Apatheia belongs to whoever succeeds the Don. It's not given to outsiders. What? Well, when will they choose a successor? I don't know. Don't ask me. Well then, who should we ask? That boy's a real piece of work. Who's gonna protect the city if the Union isn't? What? That would be our guild, of course. Talking of whose guild? I know that you sent in your Clouds of Dawn members to Zod. The Union has never been outstripped by the Empire. We cannot sit here and risk falling behind. I say it was imprudent. It could have been taken as the Union's hostile act against the Empire. In that case, we would defend our honor on the battlefield. And who will be leading the battle? The Clouds of Dawn? If the Dawn got wind of that, he'd burst out laughing. So why don't you boys in Altos throw your hat in the ring? Maybe then we'd see just how unpopular you really are. This is ridiculous. Continue as you please till the world comes to an end. But don't bring up a war between the guilds. This isn't a joke. Hey, I've got a great idea. Let's just set a bit of driftwood in the Dawn's chair. A hard existence being worn down by the waves lends it the exact same air of dignity. My, how ingenious. Yeah, you just keep talking. It's all right to be helped by your friends. Protect your friends and they'll respond in kind. That was the last thing that the Dawn said to me. Carol. What? Who's this kid? I can't do anything by myself, but I have my friends. Because my friends are there for me, I can do anything. They're still there for me, even now. Why isn't that good enough for the Union? The boy is right. The best thing that the guilds ever had was their ability to help each other. There is always a way to deal with things, even if you aren't some great big leader. The Don told you that from now on, you have to walk with your own feet. You know how to walk on your own feet, don't you? You make it sound so easy, but actually... Let's go. I'm gonna get sick if I have to stay here any longer. Hey, you, wait up! What about the Apatheia? If you've got enough spare time to be hanging around those idiots, you'd be better off using it to think of another plan. Another plan? It's not that easy. You'll be able to come up with something if you just don't sleep for 3 days. Why is it on me? Here. Are you giving this to us? No, this is going to be stolen. What do you mean? I owe you one. Get a move on before the others realize it's gone. To what do we owe this generosity? I don't know. Maybe it just left a bad feeling in my stomach to get lectured by a kid like that. Maybe there's some hope for that boy after all. So, now that we've gotten the Apatheia, what's next? Next up, we're going to the Zofair Rift. I'm going to use the unactivated air crene that's there. The Rift? We're going someplace cold again? Mind if old Raven waits here? You'd rather be cold than have the world be destroyed, wouldn't you? Let's go. Okay. I'm so glad Yuri's okay. Ich gucke jetzt gleich mal kurz im Internet, wie man Pattys Nebenquest weitermacht, beziehungsweise wann man das machen kann. You weren't worried, Raven? Okay. Maybe just okay. But guys like him keep getting up, no matter what happens, so nah, I wasn't too worried. You really believe in Yuri, don't you, Raven? Ah, you're gonna make this old man blush. Ja, ich guck mal eben nach. Also wir haben jetzt diverse Sidequests wahrscheinlich, die wir
in den Angriff nehmen können. Es waren so viele, dass ich schon wieder vergessen habe, mit welcher ich anfangen wollte. Weil eine wird hier in Dangrest getriggert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man die... Ja doch, die müsste man jetzt machen können. Und zwar in der westlichen Bar soll man mit einem Barkeeper reden und dann soll man irgendwo was untersuchen gehen. Im Gasfrost, was auch immer das ist. Und wir sollen eine Waffe für Yuri dann kriegen. Wahrscheinlich da mit dem Rechten. Das können wir machen. Dann können wir einen Drachen-Minispiel triggern. Vielleicht kriegen wir eine Waffe für Patty. Werden wir einen Flock Seemöwen finden in der Nähe des Gutshaus der Dingsbumsens. Verruchten oder wie auch immer das heißt. Und so weiter und so fort. Ne, ich fühle gerade mal wieder meine Dampfe auf. Die reden immer so schnell, sind so schnell fertig. Kommt man gar nicht hinterher, ne? Geht's gut? Schön zu hören. Hey, ich habe übrigens diesen Schlüssel von den Blutbund-Typen bekommen. Aber ich kann damit nichts anfangen. Unteren Ebene von Gasverrost. Gasverrost Kellerschlüssel. Ersatzschlüssel für den Keller von Gasverrost. Barbas hat den Hauptschlüssel. Gasverrost. What the fuck was that? Ich weiß nicht mehr. Ist das eventuell... Ach so, Turm der Zahnräder. Ja, okay. Why did Yuri fall at Zod anyway? The core was falling, so I couldn't see very well. Did he slip? Stimmt, da war, glaube ich, eine verschlossene Tür. He wouldn't be able to do much about Alexei. It was pretty hot, so maybe he just wanted to take a refreshing dip. Turning to the embrace of Mother Ocean? That's not like the boy at all. Still, imagining it makes me want to crack up a bit. Die Dampfe ist leer. Ich muss mal eben meinen Akku wechseln. So, noch ein kleiner Skit vorher. Doesn't all that fighting ever make you tired, Yuri? Nah, I've got you here to heal me if I get hurt after all. But getting hurt and getting tired are different. Don't you ever run out of energy? I'd say swinging my sword gives me more energy rather than taking it away. You're like an over-energetic kid who runs around until he passes out. Of course, I've got more energy than a kid, so I can make that much more mischief. Ah, youth. I'm out of breath with just one swing. I wish I could go back to my younger days. Talk about pathetic. Don't worry. Won't be long before you're in the same boat as me, kid. I don't think that's too funny, old man. Well, until then, you can just sit and suffer in admiration of my youthful energy. That's the first time I've ever heard of someone suffering in admiration. So. Dann ist die Waffe wahrscheinlich nicht mal besser als die, die wir jetzt haben. War das diese Tür hier? Nein. Ich gehe mal davon aus, wir müssen das Bedienpult bedienen. Wer kennt's? Das hier. Da ist ein Schlüsselloch. Haben wir nicht eine Weile einen Schlüssel bekommen? Vor einer Weile, ja. Nämlich vor ein paar Minuten. Hundeheld. I don't know what we do in this journey without Repeat's help. How come Repeat's so strong anyway? He trained hard in order to capture the spot of Big Boss. What do you mean, capture the spot of Big Boss? It was a battle to defeat the Little Wolves, the leaders of all the dogs and cats in the capital. They had a leader? They were the former Big Bosses. They oppressed the cats and dogs and even harmed humans. I'm really interested in hearing more, but... Yeah. If it's a long story, maybe you could tell us when we have more time? Oh well, your loss.
Long story short, Repeat fought for the dogs and cats, and now he's their boss. So he got stronger to protect the ones he cared about. And the reason he's fighting now is also to protect the people he cares about, right? Und immer noch fragt keiner, warum er eine Pfeife im Mund hat. Ah, das haben sie also in den unteren Ebenen versteckt. Was ist das alles? Das Blastia-Netzwerk, das Alexei aufbauen wollte, das sind alles Ausrüstungsgegenstände dafür. Das ist... Ja, es scheint, als habe er Barbos dazu angewiesen, aus Garfrost einen der Knoten im Netzwerk zu machen. Also steckte Alexei letztendlich hinter allem, was Barbos getan hat. Saude war das Zentrum des Netzwerks, mit weiteren Knoten in Gasfrost, Kapur, der Hauptstadt, Halur, Heliod, Aspio. Diese Netzwerke lenkte er von überall auf der Welt nach Saude, dadurch hatte er so viel Macht. Er sollte dem Wohle aller Menschen dienen, aber er wollte sie für seinen persönlichen Vorteil nutzen. Und dadurch ist diese klitzekleine globale Katastrophe entstanden, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Ich kann ihm das Ganze zwar nicht vergeben, aber irgendwie habe ich trotzdem Mitleid mit ihm. Es gibt keinen Grund, Mitleid mit ihm zu haben. Alexeis Taten sind dafür verantwortlich, dass die Welt jetzt in einer so brisanten Lage ist. Das ist sinnlos, bla bla, habe ich zu schnell gedrückt. Wichtig ist, dass wir das kämpfen. Hätte ich besser sagen können, nach nicht der Rede wert, was zum das ist. Was ist los wieder? Das hat Alexei verhindert. Es ist das gefälschte Dynamos. Wie ist es hier gelandet? Wurde es nicht in der Festung des Schreins von Saude zerstört? Vielleicht haben sie mehrere Kopien angefertigt. Das ergäbe Sinn. Jede Kopie ist ein Steuerschlüssel für das Blastia im jeweiligen Knoten des Netzwerks. Dann ist das Blastia ja hier auch, ja? Ich habe mich schon gewundert. Nie kapiert, wie Bauers das Blastia dieses Turms mit der schäbigen Kopie, die er hatte, selbst steuern konnte. Aber wenn sie diese von Alexei angefertigte Kopie hatten, verstehe ich es. Es ist in Ordnung, wenn wir es mitnehmen. Vielleicht wird dann die Air-Versorgung unterbrochen und der Turm funktioniert nicht mehr, aber das ist doch okay, oder? Aber sicher, kein Problem. Nimm das mal, ja, Kumpel? Das nehmen? Also verwenden wir die Kraft, die er uns entfesselt hat, um diesen zu besiegen. Das klingt doch gut. Gehen wir. Falsches Dynamos. Fertig beim Kopieren des Original-Dynamos. Der Kern ist verloren, aber die Klinge ist scharf. Dann ist hier noch eine Kiste. Der Betrug. Dann schauen wir doch mal. Wow, ja. Ist deutlich stärker. Okay. Und dann haben wir wieder unser Schwert aufgerüstet. Was auch upgraden kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber es wäre witzig. So, jetzt werde ich einmal zum Berg Temsa fliegen, um eine weitere Sidequest anzustoßen. So. So, das mussten wir wiederum machen, damit wir... Na, seht ihr gleich. Ein Minispiel machen können.
Nämlich Drachenrennen. Dafür müssen wir den kleinen Scheißer hier ansprechen. Okay, vielleicht geht das jetzt noch nicht. Ich guck mal eben kurz nach. Okay, das mit den Drachenrennen, das ist erst später. Wir haben jetzt aber schon mal den Grundstein dafür geschaffen, dass es funktioniert. Was wir aber machen können, ist, hier nochmal zu den heißen Quellen zu gehen. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder speichern, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und Flint stand da auch nirgendwo was. Von daher, wundert euch jetzt nicht, ich werde einen sehr, sehr großen Teil meines Geldes ausgeben. Aber das muss man wohl tun. Deswegen habe ich auch vorher nochmal gespeichert. Das macht 50.000 Geld pro Person. 50.000! Das ist ja Wegelagerei. Die Hauptkunden unserer Einrichtung sind wohlhabende Adelige. Unsere Preise erklären sich einfach aus dem Wunsch, jedes erdenkliche Bedürfnis unserer geschätzten Klientel zu stillen. Was sollen wir tun, Juri? Ja. Repeat braucht nicht zu zahlen. Das wären dann 6 Personen, richtig? Hier bitte. Du hast 300.000 Geld bezahlt. Vielen Dank. Das Damenbad liegt zur rechten und das Herrenbad zur linken. Viel Spaß. Ja. Kommt schnell, lass uns reingehen. Geduld ist eine Tugend, mein Junge. Erwachsene bewegen sich langsamer als du. An diesem Badeort herrscht eine sehr beruhigende Atmosphäre, findet ihr nicht? Ja, sieh dir mal den Bambusbrunnen da drüben an. Das erinnert sehr an Zen. Kommt, wir können über all das reden, wenn wir im Wasser sind. Gehen wir. Carol, geh nur voraus, wenn du möchtest. Wir kommen nach. In Ordnung, bis gleich. Also ich rechne fest damit, dass der gute Raven ein bisschen spannen gehen wird. Das versuchen wir auf jeden Fall. Die Mäuse außerdem tun ein kleiner Stromschlag ab und zu ganz gut. Geh nicht ins Wasser, während ich drin bin. Leute, das werdet ihr nicht glauben. Was ist los, Kleiner? Du willst mir doch nicht etwa erzählen, dass wir ins Frauenbad gucken können, oder? Doch, ganz genau das. Da ist ein Loch in der Wand, die beiden Bäder voneinander trennt. Gelobt seien die Heiligen. Junge, warum sagst du das erst jetzt? Schnell, das Wasser wartet. Ne? Das Besser an dem alten Mann ist wohl sein perverser Enthusiasmus. Ich glaub's nicht, man kann ja wirklich durch die Abtrennung sehen. Ich bin gestorben und in dem Himmel gelandet. Ich höre gar nichts. Vielleicht sind sie noch nicht drin. Oder sind sie schon gegangen? Ach, schon fertig? Ja, das war so erfrischend. Was zum Geier ist an dem Bad denn so Besonderes? Hey, warum bist du so sauer, Rita? Wir haben gehört, was Carol gesagt hat. Deshalb haben wir das Wasser so schnell wieder verlassen. Ich hätte kein Problem damit gehabt, den Jungs eine kleine Show zu bieten. Oh boy. Wir hätten Carol und Raven um den kleinen Finger wickeln können. Hey, ich bin ziemlich hinreißend, auch wenn ich es selbst sage. Wovon redet ihr? Ihr habt doch gemerkt, dass sie uns von der anderen Seite sehen konnten, oder? Deswegen seid ihr so schnell wieder rausgekommen. Also mir hat es nicht ausgemacht, drin zu bleiben. Aber ich fand es lustiger, eure Reaktion, sobald ihr das Ganze bemerken würdet, von draußen aus zu beobachten. Judith, du bist echt gemein. Oh, tut mir leid. Geh nie wieder in diese perverse heiße Quelle. Und dafür haben wir jetzt 300.000 Geld bezahlt. Ich bin sehr enttäuscht. Also das haben andere Spiele schon besser gemacht. Ich sag mal Dragon Quest 11 zum Beispiel. Glaube ich zumindest, oder? Don't know. Auf jeden Fall haben wir jetzt deutlich weniger Geld. Oder Geld. Und ja, das war diese Geschichte. Und das war auch so die letzte Nebenquest, die ich jetzt erstmal machen will. Jetzt machen wir erstmal mit der Hauptstory weiter. Und dafür müssen wir zu den Eisklingen von Schieß mich tot. Und ich habe gehört, man soll sie von der östlichen Seite aus betreten.
Das wäre dann ja von hier. Bevor wir da reingehen, muss ich glaube ich noch mal kurz reingucken, weil es kommt gleich ein Bosskampf. Und da sollte ich das dann so einstellen, dass wir den Boss nicht aus Versehen heilen, ne? Hier, ich habe doch noch ein paar Nebenquests, die wir machen können. Ja, Gott, ein Riesenverluste. Mehr als ich mir vorstellen konnte. Was ist los? Das sind langweilige Erwachsenenangelegenheiten, Kleiner. Willst du das wirklich wissen? Ja, es interessiert mich. Tja, das werden wir beurteilen. Was für nette Leute. Wir haben in eine kleine, aber erfolgreiche Gilde investiert. Die Gilde hat uns einen Teil ihrer Gewinne überlassen, abhängig von unserer Investition. Moment mal, das klingt jetzt schon verdächtig. Ja, wirklich? Ja, wirklich, ich wusste es. Warte, woher wusstest du das? Das hat prima geklappt, also haben wir eine große Investition gemacht und dann hat sich die Gilde über Nacht einfach aufgelöst. Wir haben uns nicht mal zurückgegeben, was wir investiert hatten. Ah, ich verstehe, das kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Habt ihr denn irgendwie zurecht? Wir haben noch einen Notgroschen, aber wir müssen das Geschäft aufgeben. Das ist unsere Strafe dafür, dass wir die Halsabschneiderei der Geschäftswelt unterstützt haben. Ihr habt also nichts verloren. Das ist euer Silberstreif am Horizont. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ihr seid gute Kinder. Lasst mich euch einen Rat geben. Das gleich was. Geld zählt. Wenn ihr es angesprochen habt, werdet ihr es bereuen. Spart, wenn ihr könnt. Jedes bisschen hilft. Ja, selbst wenn ihr sogar gegen Monster da draußen kämpft. Selbst wenn wir kämpfen, sagst du? Was ist denn, Patty? Ist nur gerade eingefallen, jawohl. Das ist eine tolle Idee. Galtsuche. Basisart. Galtjäger. Basisart. Suche nach fallengelassenem Galt. Okay. Ja, lass mal. Brauchst du nicht machen. Weiter schön Zufallszauber und gut. Gut, das war einmal diese Sache. Jetzt gibt es hier wohl noch einen... Ne, das ist nicht hier der Hauptsitz der Ritter, sondern... Wir müssen mal hier gucken. Weil hier gibt es nämlich diesen komischen Ladenbesitzer, der schon mal Kostüme gemacht hat. Und hier kann man wieder was mit dem machen. Willkommen, Reisende. Oh, ihr wart diejenigen, die letztes Mal ein Outfit gesehen haben, richtig? Ja, aber es ist immer noch hier. Wollt ihr es? Oh, hey, vielen Dank. Hier bitte. Judy, Kleines, das ist gesetzeswidrig. Natürlich kippt er. Gesetze? Ui, sexy Taifun-Mama. Wenn ihr mir Schiegelpelz, ein Geisterfragment, 2 gesegnete Zweige und 2 Kampfhandklauen bringt, kann ich loslegen. Was ist mit der jungen Dame dort? Temperamentsturm. Habe ich diese Sachen überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Für weitere Kleidung brauche ich Schiegelpelz, ein Geisterfragment, 2 gesegnete Zweige und Kampfhandklauen. Wir haben nicht die Materialien. Ich hätte gehofft, dass wir sie haben, aber haben wir leider nicht. Schade. Okay, gut. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nein. Es kann nämlich sein, dass wir jetzt noch eine Nebenquest hier machen können. Das Wetter und die damit auftretenden Monster können sich beim Aufenthalt in einem Gasthaus ändern. Manche Monster mit seltenen Objekten erscheinen nur unter bestimmten Wetterbedingungen. Probier ein bisschen herum. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder Tag. Da stand nämlich irgendwas, dass man bei Nacht die Blastia untersuchen soll. Das Ding ist, wann ist es denn Nacht? Wie wird es Nacht hier? Ich habe auch mal in einem Video gesehen, da kann einer irgendwas, ist einer dann zu einer Gaststätte gegangen und hat irgendwas ausgewählt und konnte dann sozusagen nur bis Nacht bleiben. Aber ich fürchte, ich bin zu doof dafür. Ich krieg's, glaube ich, nicht hin. Es kann auch sein, dass wir die Quest nicht machen können, weil wir die erste Quest nicht gemacht haben davon. Oder ist es jetzt Nacht? Ich glaube, jetzt ist es Nacht. Ne, es regnet jetzt einfach nur. Oh, schade. Das wäre echt cool gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Aber da habe ich wahrscheinlich die erste Quest verpasst, weswegen jetzt die zweite nicht mehr ging. Okay, wir sehen uns gleich bei den Eisschollen wieder.
So, wir machen jetzt noch ein bisschen Sachen. Ich habe gerade noch mal was Interessantes nachgelesen. Wir holen uns jetzt noch, wenn alles gut geht, 2 neue Skills für Reader. Das war's auch, du, nicht wahr, Judy? Jawohl. Hey Judith, hast du die Hermes-Blaster zerstört, weil sie eine Gefahr für den Planeten darstellt, richtig? Darstellten? Das stimmt. Du hast es also getan, um die Welt vor einem großen Unglück zu bewahren. Wenn du das so sehen willst, habe ich nichts dagegen. Aber irgendwas an dieser Sache gibt für mich keinen Sinn. Warum hast du nicht diesen Hermes ausgeschaltet, der die Blaster herstellte? Du hättest auch einem Magier davon erzählen können oder so. Ich riskierte mein Leben, um gefährliche Blaster zu zerstören und deren negative Auswirkungen auf die Erde zu unterbinden. Diese Geschichte hätte mir doch niemand geglaubt. Hermes Blaster, bla bla bla. Das ist noch Judy. Wie sie jetzt die ganze Zeit dieses Kostüm trägt. Kann ich das nicht ändern? Glaubt ihr, dass wir mal eine Aspie vorbeischauen können, wenn wir ein bisschen Zeit haben? Konzentriert sich darauf. Es geht um die Hermes-Blaster. Da gibt es etwas, das ich mir näher ansehen möchte. Aber versteht ihr? Ja, Rita, du möchtest doch gerne nach Hause, oder? Nicht wirklich. Na gut, schauen wir vorbei, wenn wir einen Moment Zeit haben. Trägt sie jetzt die ganze Zeit dieses doofe Kostüm? Vor allen Dingen, wie, wo, war, wie, wo? Man kann sie also... Ja. Okay. Zubehör. Fühlerschutz. Ah. Ich dachte mal, das wären einfach nur Haare. Nein, das sind angeblich Fühler. Oh well. Gut, also auf nach Aspio. So, da wären wir. Glaubt ihr, dass wir ein ganz bestimmtes Buch suchen könnten? Ich möchte etwas mehr über Hermes Blaster herausfinden. Wir sollten also nach dem richtigen Bücherregal suchen. Ja, bitte. Gefunden. Hey, das ist Ifmunft. Nemajups. Diskurse über er. Hast du was von diesem Buch gehört? Ich hatte es in meinem Haus stehen. Wahrscheinlich gehörte es der Person, die vor mir darin wohnte. Ah, ja, ich verstehe. Es war voller verschlüsselter Botschaften, die ich nicht verstand, also fand ich es nur mäßig interessant. Und so schenkte ich es dem ersten Menschen, der es haben wollte. Das ist Hermes, das war sein Pseudonym. Was? Echt? Bedeutet das, dass Hermes in Aspio lebte? Vermutlich ja. Schon wieder hast du uns sowas Wichtiges verschwiegen. Tut mir leid, ich war mir bis jetzt nicht sicher. Naja, was soll's. Was soll das alles bedeuten? Ich verstehe gar nichts. Das sieht wie rein zufällig angeordnete Buchstaben aus. Das ist verschlüsselt. Ein paar Mal wollte ich den Schlüssel knacken, aber persönliche Aufzeichnungen werden so werden oft verschlüsselt, aber doch nicht wissenschaftlich arbeiten. Seht euch den Anfang des Buchs an. Der steht meiner Tochter gewidmet. Ist Rita vielleicht die Tochter von Hermes? Da steht ja noch, versuch es zu lesen. Ziemlich rätselhaft, was? Ich fühle mich nie in der Lage, es zu lesen. Glaubt ihr, dass er damit seine Tochter herausfordern wollte? Ja, das glaube ich schon. Verstehe, was für ein lächerlicher Narr von einem Forscher. Er wusste nicht mal, wozu seine Blaster fähig waren. Jetzt reicht's mir, ich werde mich hinsetzen und dieses Buch entschlüsseln. Warte, glaubst du wirklich, du schaffst das? Ich glaube, das ist das Beste. Schließlich haben wir eine Menge auf uns genommen, um es zu finden. Das stimmt. Lass dir ja blöd, Mann. Hermes Notizen. Ja, und? Kann sie das jetzt automatisch, oder? Sieht nicht so aus. Hermes Notizen. Wo finde ich denn das? Ja. Was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal eben nach. So, ich hätte vielleicht das Video auch mal eine Sekunde weiter gucken müssen. Wir müssen nämlich noch hier in dem Gasthaus übernachten, damit der Skill acquired wird. Und mit dem Skill können wir dann wiederum ihren, ich sage jetzt einfach mal Ultima-Skill lernen. Nämlich Meteoritensturm. Und warum sollte man das nicht machen, ne? Gerade weil Rita im Prinzip immer in meiner Party ist. Wie sieht's aus? Irgendwelche Fortschritte? Jede Seite ist etwas unterschiedlich, aber ich glaube, die Buchstaben im Text wurden mit einem Schlüssel verschoben. Es dauert nur seine Zeit, den Schlüssel zu finden. Worum geht es denn in dem Buch?
Zuerst dachte ich, Hermes wäre ein durchschnittlicher Magier, der sein Wissen in den Dienst des Bösen stellte. Aber er war ein redlicher Magier, der vom Potenzial der Blastia und er träumte und sich nur von der Neugier leiten ließ. Und was bedrückt dich dann so? Hermes Notizen sind voller interessanter Dinge, zum Beispiel etliche Formeln für Zauber, von denen ich noch nie gehört habe. Hermes war also ein Genie, sogar im Vergleich zu dir? Ich gebe es zwar ungern zu, aber das stimmt. Ich war schockiert, so viele Ideen und Beobachtungen zu lesen, auf die ich selbst noch nie gekommen war. Und anscheinend notierte er auch eine Formel zur Zerstörung von Blastia, die außer Kontrolle geraten waren. Hermes war sich voll und ganz bewusst, dass die Anzahl von R auf dem Planeten steigen könnte. Er verstand die Gefahren der Blastia, die er kreiert hatte. Ja, verstehe. Ja, das ist der Grund, warum er Magie studierte, um die Blastia in diesem Fall zerstören zu können. Wenn es so einen Zauber tatsächlich gibt, solltest du ihn verwenden. Ganz egal wer oder wie, Hermes suchte jemanden, der diesen Zauber für gute Zwecke einsetzen vermochte. Er war auf der Suche nach jemandem, der seine Arbeit fortsetzen würde, deswegen hinterließ er diese Notizen. Wäre nicht seine eigene Tochter die beste Nachfolgerin? Oh, wenn seine Tochter nicht mit Magie umzugehen weiß? Oder vielleicht. Wir werden nie auf einen grünen Zweig kommen, solange wir immer nur Hypothesen aufstellen. Ja, aber auch wenn es etwas ist, das der Zerstörung von Blastia dienen sollte, könnte man es durchaus für andere Zwecke einsetzen, glaubst du nicht? Ja, das stimmt schon, aber du hast recht. Wahrscheinlich könnte außer mir kein einziger Magier diese Formel je sinnvoll einsetzen. Vielleicht nehme ich sie doch. Okay. Negativtor, ja. Ich so, was steht da? Negativtor. Wo steht sie denn? Ach, da oben. Achso, ja. Nee, klar. Ich habe gerade mal wieder Nutzung mit Verbrauch verwechselt. Fortgeschritt in Zauber. Öffne eine Dimension des Bösen und unterbinde die Bewegung des Gegners. Ja, gut. Dann holen wir uns mal den Meteoritensturm-Zauber. So, den zweiten Spell können wir uns noch nicht holen. Dafür müssen wir, also wenn man dem Guide Glauben schenken darf, müssen wir das hier machen. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir das machen. Und hier müssen wir auch noch nicht gegen den Boss kämpfen. Oh, it's cold. So cold. Tja, so ist das, wenn man kein warmes Blut mehr hat, sondern nur noch von der Blastia am Leben gehalten wird, schätze ich mal. So, what are you gonna do with the air crane? I'm gonna use the energy to make an air converter. An air converter? My plan is to efficiently convert the air into matter, decreasing the overall amount of air. But for that, it's ideal to have the converter use energy similar to both air and matter. How is that energy different from air? Elementally separated air transitions into matter in stages and eventually becomes stable. I'm going to stop its transition between the two states and develop a converter formula. So it won't be air or matter? It's a state that's closer to matter than to air, but it's still not quite matter. We call it mana. Mana. Ah. Okay, jetzt wissen wir, was Mana ist. Mana. To think that one short utterance could hold more gravity than the light used to lure fish out of the frigid sea at night. It actually has a really long, complicated name, but mana's good enough. But it'll still be less stable than actual matter, so we'll need something to act as a core. The Epithea. And a lot of air and Estelle's power to recombine the formula. Using my power without the control formula will unbalance the air. It'll just flood out again. But we can't just sit here and ignore that thing. And... Yeah? It's a bet I'm willing to take. I guess I should be the one trying to stop you, but I'm game to get in on this bet too. I'll wager $1 billion gold on that. The theory is correct. It'll be okay. I'll return this $1 billion gold to you many times over. Oh, truly now? Yep. Come on, let's head to the air crane. Kreni. Huh? Are you catching a cold, Estelle? No, it's just... I've been so cold ever since I saw Rita use that water magic of hers.
That's terrible. Are you sure you're okay? Now it's both of you? You should just tell Rita to stop using that kind of magic. I can hear Rita already. I'll decide what type of magic I use, thank you very much. Oh, come on. If we tell her that we might be coming down with colds, I'm sure she'll... What's that? Something about me? Hey, you catch a cold too? Maybe someone's talking about me behind my back. That's Rita for you. Ah, so lovely. Was sind das denn da für riesige Eisviecher? Jetzt kann ich ja wieder anschießen, ne? Hui. Wo war denn nochmal der Cranny? I tell you, thinking of a converter for air. You're quite the thinker. That's our genius mage girl Rita. Yep. Well, I had a hint to go off of. Come to think of it, you did say you'd investigated Zod, didn't you? Despite its amazing size, it wasn't running off of air. Even though it was a barrier blastia to protect the entire world. A barrier blastia? Oh yeah, they were protecting the world from the Autophagos. You mean to say it's been there for a millennium? It's as dogged as a philosophizing anemone. Same goes for the Autophagos. It's been clinging to that barrier for just as long. Alexei seemed to believe Zod was a weapon, but he couldn't have been more mistaken. But the runaway air was the cause for the Autophagos' awakening, wasn't it? Ah, so that's why they would use a barrier running on power other than air. But then, what sort of power was it using? The children of the full moon, perhaps? It was actually energy taken straight from them. Inside that giant core, it continued to power Zod as a virtually perpetual formula. Most likely, the energy was taken in exchange for their lives. The light of life was extinguished from the children of the full moon. So that's what Myorso's legend meant. According to Duke, they did it of their own free will. They wanted to save the world. The love the children of the full moon bore for this world is what created the barrier. The power of love. Makes you want to cry. They sacrificed themselves for the world. The children of the full moon were protecting us the entire time. Ich muss an den blöden Monster vorbei. Geht natürlich wieder nicht, weil... So, jetzt. Wo ist denn nochmal... The fuck? Das ist ein Monster? That looks weird. Ich glaube, die Musik hat sich mal wieder geändert. You picked the wrong people to fight with. Who the hell thought it'd be a good idea to make sorbet in this freezing weather? It's so cold. My teeth are chattering too much to eat. I think sorbet can be delicious, even in the cold. So it was you! I was just expressing my opinion. I never said it was me. Judith, you're all right eating sorbet dressed like that? If you get an upset stomach, Judy, I'll give you a massage. That's hardly something you should be saying with your purple lips and your runny nose. Rita, can you cast spells like that? Probably not. My teeth are chattering too much. And my hands are too stiff to hold my weapons. Eating sorbet in a frigid, cold field of snow. This is not fun. Wo ist denn nochmal das Scheißviech? Ah. Ja, ich merke schon. Funktioniert nicht. Ich muss es nur noch mal 30 Mal ausprobieren. Da kommen wir dann erst, das können wir dann erst, oh fuck. Das können wir dann erst machen, wenn wir den, ja, wenn wir den nächsten, Dingsens haben. Den 4. Hexerring, Magierring, was auch immer. Come
too short. Und dann können wir diese Dinger nämlich schmelzen. Ach, guck mal, wir haben sogar hier einen Speicherpunkt. War die Kiste hier immer schon? Hab auch schon länger nicht mehr gespeichert. Wie man sieht. Muss das sein? Let's eliminate them. Smashing greedy waters, storm the very heavens. Tidal wave. That's no good. Oh, obsidian flash. He has a raging spear to run my That monster's not gonna show up again, right? If it does, you'll beat it up for us just like the last time, right? You're mean. Okay, I'm ready. Estelle, come over here. Komm mal her. Now, I'll release the control formula. Once I do that, the air crene will react to you and produce more air. Ja. I want you to recompose the air formula into a stable formula closer to mana. Und sie so, how? I don't understand. Yeah, the water element is strong here, so imagine flowing water and let your body flow with the air. The theory behind materializing air is the same as performing magic. If Estelle can recompose the air into a state close to mana, then I should be able to guide the air into the Cyanoceal. Can we do anything? No. Go take a nap or something. We'd freeze to death if we took a nap here. We're pretty handy, you know. We can cook or fish or anything you want. Just tell us what to do. I wouldn't say anything. We can use the conversion formula we found in Zaude. That was for substituting life for air. Your life! You can't do that! But if this fails, then we'll all be swallowed up by a flood of air. We'll be dead anyway, right? We're all risking our lives. Let us help. All right. I'll use your life energy to guide the air into the Cyanoceal. If we do that, I think Estelle will understand the flow of the air without interference from me. All right, everyone. Let's do this. Sure. Why not? Ready, Estelle? Here we go. Everyone, come over here. Go ahead. Try and synchronize yourself with my formula. There, that's good. Regeln. Von Rita geleiteter Air fließt von rechts nach links in der oberen Leitung. Nicht von links nach rechts. Drücke A, B, X oder Y, entsprechend der Farbe der Air zum Zeitpunkt, zu dem sich er in Estelles Kraftfeld befindet. Symbolisiert durch einen blauen Kreis, um es wiederherzustellen. Also es ist ein Timing-Spiel. Wenn du zum falschen Zeitpunkt drückst, fließt er aus. Die Anzeige rechts stellt die gesammelte Mana-Menge dar. Sammle die angegebene Menge, um das Spiel zu gewinnen. Muss ich bestimmt häufiger machen, oder? Als einmal nur. Das ist gar nicht so leicht. Erfolgreich wiederhergestellt.
Okay. The air is collecting in the cyanocell. The formula's working. The force field is stable. It's gonna be okay. What happened? Did it not work? No, it's still under control, but what is this? A formula for reshaping the Apatheia. It's reformulating itself. That voice. Bellius? Judith? Yes, it is I, Bellius. Or rather, I was once Bellius, but no more. What's going on here? Harry Mason. Could the will of Bellius trapped in the Apatheia have... Amazing. I feel the waters of the world at my command. I am the ruler of the waters. Okay, so did it work? It's gone way beyond working. I never thought it would gain a will of its own. Nature's mysteries will forever transcend the limited scope of our imagination. Yeah, I'd have to agree with you on this one. Humans? What creature am I? Though no longer Bellius the Intellicheia, you have granted life to me. I ask that you give me a name. A being that controls the essence of a material. Maybe you're a spirit. And so my name shall be... The Splishy Splashy Watercolored Queen! Genau. An ancient word for the ruler of the waters. How about Undine? Undine. Henceforth, I shall be known as the spirit Undine. Ah, I feel the power swell within me. Such is the benefit of the air which you saw fit to gather for me. It wasn't any cakewalk either. Receive this now as token of my thanks. Todesschatten 2a, finsterer Rächer +1 und Mondstein. Undine, we need to get the world's air under control. Please lend us your power. Very well. However, my powers alone will be insufficient. Huh? I control only the waters. You must gather those who rule the other elements as well. The elements of earth, water, wind, and fire. We need at least 3 more. We'll need help from the other Entelikeia, won't we? Aye. There are very few Entelikeia left. Pharaoh, Gusios. And Baul. Not Baul. He hasn't taken in enough air to create an Apatheia. And on top of that, I won't allow it. Undine, do you have any ideas? The shining forest of Arialumen and Reloise, the root of the world. Your friend Baul should know the location of these places. She disappeared! No, she is here. I feel her. It seems like the air crenate has quieted down too, even though we're not controlling Estelle's power. Really? So, Undine is controlling Estelle's power? You mean Estelle is really free? Yes. Yes! That's great, Estelle. Well, things are sure taking a turn for the strange. Yeah, I never would have dreamed any of this would happen. But we finally see the light at the end. It's a pinprick, but as welcome as the rays of sun that pierce into the ocean's depths. Rita, you look happy. So do you, Yuri. There's no longer anything shackling Estelle. She can use her power without causing any harm to herself or unbalancing the air. So yeah, I'm happy.
Estelle's really free! There's no guarantee she won't overdo things again, though. We'll just watch her closely. If we don't, she might go back to healing people till she keels over. Okay. Haben wir das schon mal hingekriegt. So, jetzt müssten wir eigentlich nach Aspio können, ja, halt, ne? Ihr wisst schon. Es kann auch sein, dass wir jetzt schon den Ring aufrüsten können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Voraussetzung dafür ist, dass wir alle Geister kriegen müssen oder nur einen. Also laut dem Guide, den ich mir immer angucke, können wir jetzt zumindest nochmal nach Aspio und den Zauberspruch holen. Yes. I can't really explain it, but she is here. I can sense it. Perhaps she dwells within Estelle. Well, she was created through Estelle, so maybe the two are connected. Very interesting. Hey, save the research for later, okay? I know. You don't have to... What was that just now? Isn't that where? It came from the direction of Zaude. Ah, die Dinger. Haben wir auch schon mal eins gesehen. The Adafagos. No. Has Zaude stopped working? Uh-oh. Do you think we might have done something to set this off? That is the true catastrophe. That thing does look like it could eat the whole world. What are we supposed to do about something like that? It's a touch too big to fillet with just my kitchen knife. Hey, Rita. Duke said the Autophagos was born from air. Huh? So if the spirits convert air into matter, could we do something about the Autophagos if we had enough spirits? I don't know. I don't know. But I do think it's worth a try. Let's try it, Yuri. Then it's settled. Baul! Yes, I see. Thank you. The servants of the Adafagos are attacking the city, Nordopolica. I guess we can't ignore something like that. Let's go. Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Dass wir das machen müssen. Und danach können wir uns den Spell von wiederholen. Meteorensturm, Meteoritensturm, ich weiß nicht genau, was das heißt. Thanks to Alexei, Zaude's no longer functioning like it was meant to. Greed always eats itself. That wouldn't be a problem if there weren't other victims. This guy just never learns, does he? Things are gonna have to hit bottom before he consider changing his ways. But they see that thing about to eat the planet, right? Even an idiot would understand the situation. I sure hope so. So, ich habe das leider noch nicht mal durchgelernt. Ist denn mit dem hier? Warum ist da Stärke drauf? The fuck? Okay. Wir haben auch für Yuri wieder ein Schwert gekriegt, aber ich tippe mal nicht, dass das stärker ist. Wie hieß denn das? War das wie ein Schwert für ihn? Ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Finsterer Rächer. Ein Schwert für Estelle. Okay. Witzig. Ist sogar stärker als Stab. Interesting. Naja, wenn es stärker ist, warum nicht, ne? We'll crush them all. I am so gonna make you hurt. A resplendent Destruction! Dragon Swarm! Spread zero! The disturbing power now unleashed. Auch schön, wie Patty wieder mal nur haut und dabei den Gegner auch noch heilt. I don't care what rock you crawled out from. Bring it. Was ist denn los, Patty? Wieso zauberst du nicht? Jetzt zauberst du. Jetzt, wo es eh keinen Unterschied mehr macht, wahrscheinlich. You picked the wrong people to fight with. Of course. Also auf nach Nordopolika. Wo war das denn noch? Das war... Weiß gar nicht mehr. War Nordopolika nochmal? Nicht hier direkt? Nee, Quatsch. Das ist Festung Daidon. Da an dem Zipfel, glaube ich. Da hinten. Ja. Ah, super. Plötzlich ist die Skybox wieder freundlich. Ja, benutzen wir noch mal eben ein... Eine Matte reicht ja. Speichern. Nach dieser Geschichte hier holen wir uns noch den Zauber, wenn es funktioniert. Und dann ist Feierabend. Behind us! Our ties to each other will save us! Oh, power that tries soul shine! Now this is my style. Oh, mad and greedy waters rise up and storm the very heavens! Are you done already? Wow, ich hätte ein Pixel weiter nach vorne nur laufen müssen. It's hanging on to the city! That black thing. That's what we saw on the sands of Kogor. That was Pharaoh's vision. This is real. Be careful. It looks like it's trying to eat the air of the shield. Is the Artifagos drawn to air? This thing looks pretty mean. It may be, but it's what we've caught on our line. We'll reel it right in. Come on. Vielleicht nicht so toll gewesen, Repeat hier im Dingsen zu haben. Und natürlich heilt sie auch noch, jetzt wo sie nicht zaubert. Holy shit. Ja, jetzt zaubert sie wieder. Muss dann wohl reichen mit den beiden Mages hier. Sehr gut, Rita. Schön geheilt. Oh mein Gott. Ich krieg überhaupt platt. Interessant. Das eine wird dadurch geheilt und das andere nicht. That's weird. Das war eine Menge Schaden.
Wieso halt Kaminflamme das Ding? The fuck? Ah, ich hoffe, ich mache genug Schaden, ohne abzukratzen. Okay, einer ist schon mal da. Zeit, das Ding zu heilen. Und ihm dann wieder Schaden zu machen. That was easy. Hey, we have stuff to do, you know. Hurry! Finish that one. Hold your position. We're gonna stop them here. Things getting wild around here. You were... I guess I'm saved again. It seems that this was the only city to be attacked. What bad luck. This isn't about luck. Where were you, Rita? I went to check the barrier Blastia. Its power had been raised, and I guess the monsters were drawn to it. The power is returned to normal now. We thought raising the power would protect us, but it turned out to be the opposite. I'll go see the citizens. Feel free to rest here as long as you please. Thanks for the offer, but we still have business to do. We better get moving. You are all welcome at any time. Try stopping by when you have the time. Thanks. Das war alles. Mehr mussten wir nicht machen. Ew. I can't believe the Autophagos could spawn such a disgusting monster. The illusion Pharaoh showed us. He was trying to make us feel the power of the Autophagos. But it's no illusion this time. Oh man, are hordes of these things just gonna attack everything? Ow! Hey, no biting! It's all right, Rapide. He's just a little nervous, that's all. And what's wrong with being a little nervous? I'm not gonna run away or anything, I swear. Wow, wow, wow. So. Naja, zumindest ganz bisschen was kann ich auffüllen. Wenn auch nicht viel. Aber einmal rasten im Gasthaus ist wahrscheinlich gut. Auch wenn das teurer ist, als ein Zelt zu benutzen, aber ich hab's ja. So, dann mache ich mir jetzt auf den Weg Aspio. Nats was really working hard. Yeah, it looks like he's doing a good job leading since Belly has passed away. I'd like him to meet Undine. He'd be so happy. Not right now. Once everything's settled down, though, let's give him a nice surprise. Okay. That monster. Palestrale was no match for it. I can't figure it out. So how did we take it out? Maybe there's something different about us. The spirits, perhaps? If the Autophagos really is close to air, then the spirits might actually affect it. So can we put up more of a fight if we get the other three? Who knows? The four elements alone could control air, but we're talking about the Autophagos. I just don't know. Yeah, and it's not like you can find Apatheia lying around just anywhere. There aren't many Entelekea left either. Hey, there are tons of Blastia all over the world, right? Yes. They're an indispensable part of our society. And cores are just pieces of Apatheia. So if the four spirits aren't enough, we can just change all the cores of the world into spirits too, right?
then we may end up with as many spirits as there are grains of sand. Are you nuts? How do you propose to do that? Even if we knew how, we'd still have to go to every single Blastia. I doubt the Autophagos would wait for us. I think that's your specialty, genius. Oh no! This is your genius plan! Even if Yuri's plan worked, all the Blastia would stop working, wouldn't they? Yeah, I guess so. All the cores would be gone. What would the world become? People would lose the safety promised by the barriers. All the functions that the Blastia maintained. Gone. It'll be inconvenient, to say the least. Even Bodhi Blastia wouldn't work. Who cares? Blastia or no Blastia? A single ore is all I need to cross the ocean. I admire your spirit, Patty. Well, isn't that all fine and dandy? There'll be a lot of unhappy people, but we have to do it. Otherwise, the world will fall to the Autophagos, even if no one else ever understands why. Well, for now, let's just get the 4 elemental spirits. Aye, we'll cross those other bridges when we come to them. Baul knows where the other Entelekea are, right? Yeah, let's get back to the ship and ask him. The shining forest of Area Lumen, and the root of the world, Reloise. I've never heard of those places. If only we could glimpse them. Would make things far easier. Baul says he knows. He doesn't want to tell us. Apatheas only come from the death of Entelekea. He doesn't want to put his friends in danger. Baul, listen. We want to protect the world, but we don't want to sacrifice anyone for it. We won't just take the Apatheia by force. Baul, please. Tell us where the Entelekea are. Area Lumen is in the northeast part of Tolbikia. Reloise is on the continent of Wicaya. Thank you, Baul. We also need to go to the sands of Kogor, where Pharaoh is. Right. Northeast Tolbikia. I wonder if that's the place where a new land just recently crystallized. Okay, nordöstliches Tolbikia. Wicaya is that continent to the south of Ilikia, where the capital is, right? Wicaya. The Emperor Calx III sent scouting parties 4 times in order to claim the land. But every time they lost communication and no one ever returned. It's the last unexplored land on Tercalumares. Why does it have to be a place like that? If Wicaya is that bad, then let's leave Reloise for last. Okay. He says he'll leave things up to you. Thanks, Baul. Let's go. We can't exactly dawdle forever. Ja. Okay, erstmal. Wo war nochmal Aspio? Da hinten. Ich wüsste jetzt sowieso nicht, wo der. Wir können aber eben einmal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wenn nicht, dann nicht, aber wenn ja, dann gut. Scheint noch nicht zu funktionieren. Das geht wahrscheinlich erst, wenn wir alle 4 Geister haben. Dann reise ich jetzt tatsächlich nach Aspio, um den Spruch zu kriegen. Dann haben wir die 1,5 Stunden jetzt auch gleich voll. Und dann passt das. Ich bin nicht da, wo ich dachte, dass ich bin. Goddammit.
Sully? Night. Da. Einmal nach Aspio, bitte. Für den Zauberspruch. Wenn es funktioniert. Hatte was dagegen, wenn ich mich kurz entferne? Ich möchte mit den Magiern über die Geisterumwandlung sprechen. Klar, nur zu. Die ganzen Blastia-Forscherei wird bald ohnehin ziemlich nutzlos sein. Okay, ich werde versuchen, nicht zu lange wegzubleiben. Rita hat die Gruppe verlassen. So, ich glaube, wir müssen gleich hier in der Herberge schlafen. Beziehungsweise wir müssen erst hier das sehen. So, das ist grob gesagt, worum es geht. Das hört sich ja schlimm an. Geister. Wir sollten uns nicht mehr mit der Blastia-Forschung befassen. Die Menschen können ohne Blastia nicht leben. Mir gefällt diese Idee ganz und gar nicht. Ihr nehmt den Mund recht voll für einen Haufen Amateure, deren unterfinanzierte Forschung niemanden interessiert. Was hast du gesagt? Wollt ihr Streit? Ich bin nicht hergekommen, um mir eure kleinkarierten Streitereien anzuhören. Könntet ihr eure Gefühle vielleicht ein paar Minuten lang außen vor lassen? Jedenfalls ist es so, wie ich gesagt habe. Der Wald schon werden. Gottes Willen. So. So, jetzt muss ich hier nämlich im Gasthaus schlafen. Ich glaube 2-mal oder so. Und dann kriegen wir unseren Spell gleich. Ah ja, hier gibt es ja auch einen Markt. Ich möchte im Bücherregal schlafen, natürlich. Machen wir mal 3-mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann kriegen wir wohl Ritas stärkste normale Zauberart. Ja. Oh, du bist es. Sieh dir das an. Das ist Magie, die auf der Nutzung von Geistern basiert, ist aber noch nicht ganz fertig. Ziemlich toll, was? Er hat es geschafft, die Geisterformel zu knacken. Nee, das ist doch nichts Besonderes. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt, dass du so einen Zauber hinbekommen hast. Bitte übertreibt nicht. Trotz eurer Einwände habt ihr bereits mit der Geisterforschung begonnen. Ist das nicht etwas heuchlerisch? Wir haben die Blastia-Forschung noch nicht aufgegeben. Wir haben diese Forschungsarbeit lediglich um einen Bereich erweitert. Naja, ich habe nichts dagegen. Also, was für eine Art Formel ist das? Sei nicht so neugierig. Wir sind alle Magier aus Aspio, oder? Also können wir einen zivilisierten Umgangston miteinander pflegen. Können wir uns darauf verlassen, dass der Aufbau dieser Formel ein aspisches Geheimnis bleibt? Natürlich. Erstes zieht man eine Textformel außen um die Kante, um das Feuerattribut zu isolieren. Der schien ziemlich besorgt, aber jetzt sieht es so aus, als ob es recht gut laufen würde. Sie sind eben Forscher. In ihrem Drang, neue Dinge zu untersuchen, sind sie kaum zu bremsen. Ja, auch wenn sie älter sind als Rita, sind Magier letztendlich doch alle gleich. So funktioniert das also. Aber diesen Teil haben wir bisher noch nicht verstanden. Wie würdest du das machen? Ich hab's, und zwar so. Hui. Hey, das ist einfach zu mächtig. Tut mir leid. Aber ich glaube, das können wir verwenden. Ja, was meinst du? Nehmt ihr was dagegen, wenn ich es verwende? Nun, wir würden etwas weniger Instabiles bevorzugen. Wir werden sehen,
ob wir nicht etwas praktischere Richtung einschlagen können. Mhm. Meteoritensturm. Now we're powerful. Ja. Verbraucht ein ganz bisschen mehr als Grundschleuder. Springflut. Ganz minimal mehr als Springflut, ja. Wird schon passen. Hauptsache wir haben jetzt den Spell, ne? Gut. Könnte sein, dass ich noch ein bisschen levele. Ich werde mich auf jeden Fall erkundigen, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Also ja, klar, wir haben diese 3 Orte. Ich tippe mal, dass wir mit den Sanden von Korgo oder wie die heißen, anfangen werden. Weil, naja. Es ist halt der einzige Ort, den ich so wo ich direkt weiß, wo der ist. Und die anderen Orte, ja, müssen wir dann mal gucken. Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, euer Tenpinmaster. Tschüss.